Im ersten Video zum Brandenburger Tor bin ich auf die Entstehungsgeschichte eingegangen. Das Tor wurde von 1788 bis 1791 errichtet und 2 Jahre später, 1793, wurde die Quadriga oben auf dem Tor installiert. Aber nur wenige Jahre später wurde sie schon wieder heruntergeholt und musste auf Reisen gehen. Wie konnte das geschehen? Wer war dafür verantwortlich? Und wie ist sie wieder zurückgekehrt? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Rost, professioneller Gästeführer in Berlin. Und in diesem zweiten Teil werde ich genau diese Fragen beantworten. Auch diesmal möchte ich wieder kurz die historischen Ereignisse skizzieren und die beteiligten Personen, um das Geschehen besser einordnen zu können. 1789, als man gerade so richtig begonnen hatte, das Brandenburger Tor zu errichten, ereignete sich in Frankreich etwas, das die Geschicke Europas nachhaltig verändern sollte: die Französische Revolution. Die absoluten Herrscher hatten Angst, dass das Ganze auf ihre Territorien übergreifen könnte und versuchten, das revolutionäre Frankreich in Schach zu halten. Friedrich Wilhelm II. Selber beteiligte sich an einem Feldzug gegen Frankreich 1792, allerdings ohne Erfolg. Anschließend richtete er sein Augenmerk mehr nach Osten. Die russische Zarin Katharina II. Hatte ihm Gebietsgewinne angeboten und um seine Verhandlungsposition zu stärken, zog er halt die preußischen Truppen dort zusammen. Es kam zur zweiten und dritten Teilung Polens. Das Territorium Preußens vergrößerte sich etwa um 1/3, die Bevölkerungszahl so von 5,5 Millionen auf etwa 8,7 Millionen. Und Polen hörte als souveräne Staat auf zu existieren. Allerdings überforderte dieser sogenannte Zwei-Fronten-Krieg Preußen wirtschaftlich. Und um einen Staatsbankrott abzuwenden, beendete Friedrich Wilhelm II. 1795 den Krieg gegen Frankreich. Hatte seinem Onkel Friedrich II. Ihm noch einen Staatsschatz von etwa 51 Millionen Talern hinterlassen, betrugen die Schulden Preußens nun etwa 48 Millionen Taler. Der König verstarb 2 Jahre später, er litt an Wassersucht und Gicht, zurückgezogen in seinem Marmorpalais in Potsdam. Bereits eine Woche vor seinem Tod hatte er seinem Nachfolger, seinem Sohn Friedrich Wilhelm III., die Regierungsgeschäfte übertragen. Wie schon im ersten Video angedeutet, war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ausgesprochen schlecht. Friedrich Wilhelm II. Gelang es zeitlebens nie, ein emotionales Verhältnis zu seinem Sohn, dem Kronprinzen, aufzubauen. Und der Kronprinz hatte den Eindruck, dass sein Vater die nicht-ehelichen Kinder weitaus mehr liebte als ihn, was sicherlich auch stimmte. Der Kronprinz verachtete das Verhalten seines Vaters, den moralischen Verfall am Hofe, und er orientierte sich eher an seinem Großonkel Friedrich II., der ihn auch empfangen hatte, der ihn sehr mochte und ihm Ratschläge mit auf den Weg gegeben hatte. Allerdings hat der Kronprinz sicherlich nicht die Risikobereitschaft, das alles auf eine Karte setzen seines Großonkels übernommen. Friedrich Wilhelm III. Galt eher als schüchternes und zurückhaltendes Kind und auch noch als Erwachsener wirkte er oft zaudernd und zögerlich und nachdenklich. In völligem Gegensatz zu seinem Vater führte Friedrich Wilhelm III. Ein fast schon bürgerliches Leben und eine tadellose Ehe. Und er war sehr sparsam. 1793 ehelichte er Luise zu Mecklenburg-Strelitz in einer Doppelhochzeit. Sein Bruder heiratete gleichzeitig die jüngere Schwester von Luise, Friederike. Gottfried Schadow hat die beiden Schwestern übrigens in der berühmten Prinzessinnengruppe verewigt. Zeitgenossen beschrieben Luise als schön und anmutig. Ihre ungezwungenen Umgangsformen wirkten auf sie eher bürgerlich als aristokratisch. Luise war sicherlich die beliebteste Königin in Preußen und schon zu Lebzeiten wurde sie fast kultisch verehrt. Nach ihrem frühen Tod 1810 entspann sich ein richtiger Mythos um ihre Person. Das Paar lebte im Kronprinzenpalais, auch nachdem Friedrich Wilhelm III. König geworden war. Darauf bin ich ja auch schon im Video zur Neuen Wache eingegangen. Aus der Ehe stammen 10 Kinder, von denen 7 das Erwachsenenalter erreicht haben, was zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich war. Und aus allen ist etwas geworden, könnte man sagen. Der Erstgeborene Friedrich Wilhelm IV. Folgte seinem Vater auf dem Thron und auch der Zweitgeborene Wilhelm I. wurde preußischer König 1861
und 1871 der erste deutsche Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reiches. Die älteste Tochter Charlotte bestieg den russischen Zarenthron und die jüngste Tochter wurde Prinzessin in den Niederlanden. Und was hat das nun mit dem Brandenburger Tor zu tun? Nun, einige der geschilderten Charaktereigenschaften von Friedrich Wilhelm III., vor allen Dingen sein Zögern und Zaudern, dürften zur Niederlage Preußens gegen Napoleon beigetragen haben. Lange Zeit glaubte man in Preußen, man könnte sich neutral verhalten, während die österreichischen und russischen Reiche gegen Napoleon gekämpft haben. Aber Napoleon dehnte seinen Einflussbereich auch immer mehr in den deutschen Landen aus. Und als es 1806 im Juli zum Rheinbund kam, fühlte sich Preußen genötigt zu reagieren. Friedrich Wilhelm III. War immer noch zurückhaltend, wurde dann aber von seinen Beratern und auch von seiner Ehefrau Luise, die in Napoleon ein moralisches Ungeheuer sah, gedrängt zu handeln. Er änderte seine Meinung, stellte Napoleon ein Ultimatum und als dieser nicht reagierte, erklärte er Frankreich am 9. Oktober 1806 den Krieg. Da war Napoleon aber schon längst auf dem Vormarsch und nur 5 Tage später erlitten die schlecht geführten preußischen Truppen, die getrennt kämpften, bei Jena und Auerstedt eine vernichtende Niederlage. Auch das Ersatzheer wurde geschlagen und die befestigten Städte ergaben sich quasi kampflos. Friedrich Wilhelm III. Und Luise, die sich in der Nähe des Geschehens aufgehalten hatten, mussten Hals über Kopf fliehen, auf getrennten Wegen, bis nach Königsberg und anschließend nach Memel, so in den nordöstlichsten Zipfel des Landes, um einer Verhaftung zu entgehen. Napoleon zog am 27. Oktober 1806 als Sieger mit seinen Truppen in Berlin ein. Begleitet wurde er von Dominique Vivant d'Enon. Dieser war schon 1799 am Ägyptenfeldzug Napoleons beteiligt und mit der Erfassung der ägyptischen Denkmäler und Kultur befasst gewesen. 1802 wurde er dann von Napoleon zum Directeur général du Musée central des Arts ernannt, 1804 dann Musée Napoleon genannt, dem heutigen Louvre. Es sollte das größte, reichste und prächtigste Museum der Welt werden. Alle Bürger sollten freien Zugang zu den Kunstwerken haben, was zuvor nur den herrschenden und gebildeten Schichten vorbehalten war. Ein revolutionäres Konzept damals. Anschließend begleitete d'Enon Napoleon bei seinen Feldzügen als Beauftragter für die Begutachtung und Beschlagnahmung von Kunstwerken in Norditalien, in Spanien, in Österreich und in Deutschland. Und so wurde Napoleon auch zum Pferdedieb. Auf seine Anweisung hin, unter Aufsicht von d'Enon, wurde Anfang Dezember 1806 die Quadriga vom Brandenburger Tor geholt, zerlegt, in 12 Kisten verpackt und auf die Reise nach Paris geschickt. Auf dem Wasserwege zunächst nach Hamburg, von da auf dem Schiff über die Nordsee, dann über den Rhein und Kanäle nach Paris, wo sie 5 Monate später ankam. Ursprünglich wollte Napoleon für die Quadriga einen eigenen Triumphbogen bauen. Später verfügte er die Aufstellung auf der Porte Saint-Denis. Die Porte Saint-Denis ist ein Denkmal in Form eines Triumphbogens in Paris. Das Bauwerk war 1672 zu Ehren des französischen Königs Ludwig XIV. Erbaut worden. Ganz heil hat die Quadriga die strapaziöse Reise allerdings nicht überstanden. Durch Abbau, Zerlegung und Transport waren zahlreiche Beschädigungen entstanden. Sie musste daher in Paris zuerst restauriert werden. Hierzu wurden die Einzelteile der Quadriga an den Louvre gebracht und in der dortigen Orangerie aufgestellt. Zum Aufbau auf der Porte Saint-Denis kam es allerdings nie mehr. Andere in Deutschland beschlagnahmte Kunstwerke wurden erstmals 1807 im Louvre ausgestellt. Unter den mehreren hundert Gemälden befanden sich auch 55 Gemälde aus Sanssouci, dann antike Büsten und persönliche Gegenstände aus dem Nachlass von Friedrich II. Als Raubgut bezeichnete man das damals nicht. Frankreich fühlte sich als Hort des revolutionären Europas und damit auch als berechtigter Verwalter der Kulturgüter. In Preußen sah man das natürlich anders. Der Diebstahl der Quadriga wurde als Schmach und Hohn empfunden und auf dem Brandenburger Tor blieb das Befestigungseisen für die Quadriga. Das wirkte wie so ein Stachel auf dem Tor und mehr noch als das Fehlen der Quadriga wirkte dieser Stachel als ständige Erinnerung
für die Berliner an die empfundene Demütigung. Am 9. Juli 1807 diktierte Napoleon im Frieden von Tilsit die Bedingungen für Preußen. Preußen verlor alle Gebiete westlich der Elbe und die Gebiete aus der zweiten und dritten polnischen Teilung. Und damit hatte Preußen die Hälfte seines Territoriums verloren und war zu einer hochverschuldeten Mittelmacht geworden. Friedrich Wilhelms größte Sorge war die völlige Auflösung seines Königreiches. Und seine Strategie bestand danach darin, jeden Schritt zu vermeiden, der irgendwie zu dieser Auflösung hätte führen können. Die Niederlage gegen Napoleon hatte aber auch positive Auswirkungen. Um den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Preußen zu verhindern, sah sich der König genötigt, radikalen Reformen zuzustimmen. Es kam zu den sogenannten preußischen Reformen und wichtige Reformer waren der Freiherr von Hund zum Stein, Hardenberg, Wilhelm von Humboldt und Militärs wie Scharnhorst und Gneisenau. Preußen trat in die Frühmoderne ein. Der König regierte nicht mehr wie ein absolutistischer Herrscher, sondern Aufgaben wurden an Spitzenbeamte delegiert. Das Kabinett mit persönlichen Beratern des Königs wurde aufgelöst und an die Stelle traten Ministerien. Also es gab das Innen- und Außenministerium, das Ministerium der Justiz, der Finanzen und das Kriegsministerium. Die Leibeigenschaft der Bauern- und Frondienste wurden aufgehoben. Berufsfreiheit und Eigentumserwerb wurden staatlich garantiert. Damit konnten jetzt Bauern in die Städte ziehen, Stadtbewohner Land erwerben und Adlige bürgerliche Berufe ausüben. Die sogenannte Städteordnung trat in Kraft. Es kam also zu kommunaler Selbstverwaltung der Bürger. Es gab eine Bildungsreform. Wilhelm von Humboldt wurde mit der Gründung der Universität beauftragt und auch das Schulwesen wurde reformiert. Besonders wichtig war eine Reform der Staatsfinanzen. Die Steuerlast wurde von Hardenberg durch eine Verbrauchssteuer gleichmäßig verteilt. Gewerbefreiheit wurde eingeführt, die Zünfte aufgelöst. Zudem erfolgte eine weitgehende rechtliche Gleichstellung der Juden mit der christlichen Bevölkerung. Allerdings hat Friedrich Wilhelm III. Die Reform auch immer wieder ausgebremst, weil er es mit dem Adel nicht ganz verderben wollte. Außenpolitisch verhielt sich Friedrich Wilhelm III. Weiterhin ängstlich. 1812 zwang ihn Napoleon in ein Militärbündnis gegen Russland und Preußen musste die durchmarschierende Grand Armee versorgen und zusätzlich 12.000 Soldaten stellen. Und selbst als von den ursprünglich mehr als 450.000 Soldaten weniger als 40.000 aus dem Russlandfeldzug zurückgekehrt waren und Napoleon nach Paris fliehen musste, hielt Friedrich Wilhelm III. Am Bündnis mit Frankreich fest. Allerdings gab Friedrich Wilhelm III. Dem Druck zahlreicher Generäle nach und stimmte einer Militärreform zu. Eine allgemeine Wehrpflicht wurde für die Dauer des Krieges eingeführt, von der sich keine Gesellschaftsschicht freikaufen konnte. Damit konnte Preußen relativ schnell ein Heer von etwa 300.000 Mann aufstellen. Unter Druck des Zaren und auch der eigenen Bevölkerung, die genug hatte von der Besatzungsmacht, wechselte Friedrich Wilhelm III. Schließlich die Fronten und erklärte im März 1813 Frankreich den Krieg. Nachdem sich dann auch Österreich der Koalition angeschlossen hatte, wurden Napoleon und seine Verbündeten in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 vernichtend geschlagen. Und am 31. März 1814 marschierten die preußischen Truppen in Paris ein. Die Quadriga war zwar versteckt worden, konnte aber aufgefunden werden. Wer die Tippgeber waren, ist nicht so genau geklärt. Und der König befahl die sofortige Rückkehr der Quadriga nach Berlin. Diesmal wurde sie in 15 Kisten verpackt und es ging auf dem Landwege zurück. Über Brüssel, Aachen, Düsseldorf, Hannover, Minden, Magdeburg, Potsdam, um nur einige Städte zu nennen. Und auf dem preußischen Territorium, also ab Düsseldorf, geriet der Transport, von Blücher begleitet, zu einem wahren Triumphzug. Überall wurde der Transport jubelnd empfangen mit Donnerschüssen, mit Girlanden, patriotischen Inschriften. Und die Quadriga wurde zum nationalen Symbol. Bevor die Quadriga ganz in Berlin angelangt war, machte sie nochmal Halt im Jagdschloss Grunewald. Sie musste erneut restauriert werden und die Küche des Schlosses wurde dazu in eine Schmiede umgebaut.
Mit der Leitung der Wiederaufstellung war der Oberhofbauinspektor Johann Friedrich Moser beauftragt worden. Von ihm gibt es leider kein Foto, aber er übernahm später unter anderem auch die Bauleitung für den Umbau des Berliner Doms und den Bau des neuen Schauspielhauses am Gendarmenmarkt, jeweils nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel. Bereits kurz nachdem die Quadriga sich in Paris auf den Weg gemacht hatte, ließ Moser die Arbeiten am Brandenburger Tor beginnen. In die Decke der mittleren Durchfahrt wurde eine Öffnung geschnitten, um Baumaterial und Werkzeug in den Raum im Gebälk des Tores hinaufzuziehen. Dort wurde eine provisorische Werkstatt eingerichtet. Die Restaurierung der Quadriga dauerte etwa einen Monat. Neben der Beseitigung der Transportschäden erhielt die Victoria auch ein neues Siegeszeichen. Den Entwurf hierfür hatte Karl Friedrich Schinkel im Auftrag von Friedrich Wilhelm III. Angefertigt. Der bisherige Lorbeerkranz wurde durch einen Eichenkranz ersetzt. Dieser umschließt ein eisernes Kreuz mit der Jahreszahl 1813. Der Orden des Eisernen Kreuzes war von Friedrich Wilhelm III. Am 10. März 1813, also dem Geburtstag seiner 1810 verstorbenen Gemahlin Königin Luise, gestiftet worden. Das Kreuz stellte erstmals eine Auszeichnung für alle Ränge dar, auch für die einfachen Soldaten, und fand seinen Platz nun auch auf dem Brandenburger Tor. Das neue Siegeszeichen der Victoria wurde zunächst als Holzmodell ausgeführt. Und da die Zeit bis zur Ankunft des Königs nicht mehr reichte, um das Ganze auch in Kupfer auszuführen, wurde das Holzmodell einfach mit Ölfarbe angestrichen. Die Quadriga wurde dann wiederum in Einzelteilen zum Brandenburger Tor transportiert, per Kran nach oben gehievt, unter einem Zelt zusammengefügt und auf dem Brandenburger Tor befestigt. Am Sonntag, den 7. August 1814, erfolgte der feierliche Einzug der preußischen Truppen nach Berlin. Nach all der erlittenen Schmach musste der Sieg natürlich entsprechend gefeiert werden. An der Spitze ritt der König Friedrich Wilhelm III. Und als er das Brandenburger Tor erreichte, fielen die Hüllen und gaben den Blick auf die wie neu aussehende Quadriga frei. Das Tor war natürlich entsprechend geschmückt. Neben der Quadriga standen 12 Kandelaber und nachts erleuchteten Feuerschalen das Brandenburger Tor. Die barocken Plätze Berlins wurden nach dem Krieg gegen Frankreich umbenannt. Aus dem Rondell wurde der Belle-Alliance-Platz, aus dem Achteck, dem Oktogon, der Leipziger Platz und aus dem Carré am Brandenburger Tor der Pariser Platz. Und wie nannten die Berlinerinnen und Berliner die Quadriga nach ihrer Rückkehr? Na klar, die Retourkutsche. Vielen Dank fürs Schauen und wie immer freue ich mich über Kommentare und Rückmeldungen. Bis zum nächsten Video. Ciao.